Was mir Deutschland gegeben hat, diese Zeit hat mir ehrlich so viel beeinflusst und ich bin sehr, sehr dankbar. Mein erster Durchbruch kommt, weil ich hier war. Meine musikale Wurzeln sind vom Pianospielen, also so nach dem Krieg. Ich habe so Pianounterricht gehabt. Als ich 12, 14 Jahre alt war, habe ich in einem Pub gespielt. Rock'n'Roll, so in kleinen, dann noch in kleinen Clubs. Dann bin ich entdeckt von einem Produzent in England. Dann bin ich auf der Old Boy Show. Das war eine ganz große Fernsehshow in England. Chris Andrews came into our lives in England. Prior to Chris, we had a saxophone player, and I don't know how it came about. Pete perhaps knew him, did he? Yeah, Chris had been on an English TV programme called Oh Boy, and he was going somewhere. And Chris must have had some contact with Pete Chester somewhere. Yeah. And Chris was, in those days, was a real rocker. It was great stuff. Und von daher habe ich so Tournees gemacht mit verschiedenen Bands in England. Und ich bin aufgetreten in der Flamingo Club, das ist ein sehr bekannter Club in London. Und dann eines Tages fragt mir Pete Chester, ob ich Bock habe, in Deutschland zu spielen. Ich sagte, ja, würde ich gern. Und ich habe gesagt, wo? Der hat gesagt, so in Hessen, so in Frankfurter Umgebung. Our beginning in Germany started by a chance meeting in a dance hall in Guildford with the drummer who was the band leader, Pete Chester. John and I, we formed a group with him, along with Chris Andrews and Mickey Fitzpatrick. During that time, we did some tours in England, and eventually we met up with a man called Keith Nelson. He had a lot of influence over there with the entertainment industry, and he procured a contract for us in a club called the Linnemar Lane in Frankfurt. Beethovenstrasse. Which Strasse? Beethovenstrasse, which had nothing to do with any music we played. Roll over. Dann hat jemand uns gesehen, ich glaube Herr Braun ist sein Name, und der hat uns eingeladen, nach Hanau, in der City Club, seine Bar zu spielen. Und deswegen bin ich in Hanau gelandet. November 1961 we turned up there, and the first night we went out to a nightclub, and Chris parked the band bus, and during the evening we were enjoying ourselves, and we said, Chris, do you know the name of the street where you parked the band bus? Yeah, I've got to remember it. Einbahnstraße. We spent a long time trying to find that bus. Ich kann mich erinnern an das. Und dann, wir haben da in Deutschland gespielt, in Hanau. Und das war für uns eine ganz, ganz andere Welt. Ich war erstaunt, dass es so gut ankommt. Die haben das so genossen, dass wir englische Musik mitgebracht haben, amerikanische Musik mitgebracht haben und könnte perfekt Englisch singen.
We were taken down to our changing room, which was the cellar in the club, and there was a heap of debris, which turned out to be double bass, accordion, drums. And we said, "What's all this about?" And the club owner said the Americans didn't like the Italian band that we had last month. Thankfully they liked us and our music. Yeah. We went on stage the first night and tentatively said, "Good evening," and they said, "You guys are English," and they became our friends immediately, didn't they? When Lenny plays guitar, then you will find that his music is the swinging kind. When you hear that rhythm, you can't keep still. Brother will rock and you sit still. Well, don't you dig this kind of beat? Don't you dig this kind of beat? Don't you dig this kind of beat? Aber ich muss ein bisschen erzählen wie das Auftritt war. Wir haben ich glaube vom 7 oder 8 Uhr abends bis 1 Uhr morgens gespielt. Und das war immer jede Stunde, jede 45 Minuten haben wir eine Pause gehabt. Und wir dürfen eins haben, und das war Alkohol. Eine Bier jede Stunde. Aber nichts zu essen bekommen. Und dann am Ende dieser 5 oder 6 Stunden waren wir alle ein bisschen, hatten viel Hunger gehabt, können wir sagen. Ne? There was another little problem that we were supposed to get free beer in the nightclub, but the guy dishing out the beer said to me, I asked for a beer, please. He said, Deutsch! So anyway, in the end I found out he wanted me to say it in German to get a beer, otherwise he wouldn't give me a beer. Well, I soon learned some German words. Ein Bier bitte. That was our first expression in German. Yeah. Und dann habe ich gelernt, dass wir ganz wenig Geld was Leckeres essen können. Was Schoschlik und Kartoffelsalat. Und das war absolut wunderschön. Das hat mir so geschmeckt und ich könnte mir das leisten. The first experience with a tea bag was in Germany. And I thought there was a mouse in the bottom of the tea. Ich glaube, jeder hat ein Zimmer gehabt. Aber das war immer so richtig, nicht so schön, weißt du. Aber das war egal. Ich kann mich nicht erinnern, als ich ins Bett gegangen bin. Ich weiß nur, immer tags war so dunkel. Es ist immer dunkel, weil da gibt es diese Rouladen. Das gab es nicht in England. So, du weißt nicht, ob es Tag oder Nacht war. Und wir sind gewöhnt wir waren immer in Dunkel. Steigt aus dem Bett, war dunkel, auch wenn es tags war. Und dann gehen wir ins Club, na klar, war es abends. Gehen wir in Jolly Bar, war noch dunkel. Und dann gehen wir ins Bett, wachen wir auf. Ich habe nur in Dunkel gewohnt und gelebt in Deutschland damals. Ja? Nur in Dunkelheit. The day we arrived in Hanau, we went to our digs and went to bed. We were tired, we were going to play the next day. Being from England, we'd never seen window shutters in our life. Window shutters seemed to black off the whole rooms. So we were used to just ordinary curtains and windows. We went to bed that night and the night seemed very, very long. And we kept waking up, it was still dark, still dark, still dark. And we must have slept right into the next day, nearly missing the gig, till someone came up and said, "You're supposed to play tonight," and I opened the shutters for us. Ein paar Sachen, was mir in meinem Gehirn bleibt, mein Gedächtnis bleibt, da bleibt nicht immer so viel, aber ist das, wie arschkalt das war in Deutschland. Ich habe nie in meinem Leben so eine Kälte. Ich bin nur mit dem Jacke hier gekommen. Ne? Das war sowas von kalt. Aber die Leute hatten wärmer Herz, so das war okay.
we were used to blankets and sheets. We'd never seen Overcoats. yeah, your dad's army overcoat. We'd never seen duvets in our life. So it was a mystery. So first night I undid all the buttons, climbed in, and everyone copied. So we sorted that one out. Noch was mir einfällt, ist ich hübsche Mädels hier. Aber das Problem war, an die Mädchen zu kommen. Ne? Die sagen, oh, die kommen zu mir und sagen, hallo Chris. Die sagen, hallo, wie your name? Sagen die, Irene? Oder was sagt, du Irene, me Chris. Und dann merke ich, auf einmal sind die weg. Die sind zu jemand anderes hingegangen. Oder ich sage, ich glaube, ich begreife das. Ich muss ein bisschen Deutsch lernen. When I was learning German, first of all, during my first 2 weeks in Hanau, I said to the boys, who were 18-year-old young boys, how do you ask a woman to dance? And he said, you say, kommen Sie hier, Schatzi, mit deinen Unterhosen in der Hand. And when I tried it, first of all, I got hit by the first girl. She smacked me. Das hat mir so inspiriert, Deutsch zu lernen, muss ich ehrlich sagen, Leute. Dann habe ich mir eine Heft gekauft, so ein Comic. Fixie Foxy. Ich kann mich immer noch erinnern. Und dann habe ich gesagt, wieso? Aber weil, das sieht man, das ist alles so gemalt. Und wenn jemand auf den Kopf haut und sagt, aua, sag, was, hat wehgetan. Ich sage, so, das kann ich jetzt alles richtig verstehen. Und so habe ich ein bisschen Deutsch da gelernt. Ne? Vom Fixie Foxy. Danke, Fixie Foxy. My regret is that I never learnt the language as well as John did, but I get by, as they say. You know what Einbahnstrasse means, don't you? I know what Einbahnstrasse is. Yeah, I've got a great affection for Germany, and I would put it down as the country I'd most like to visit in Europe. Yeah. I'd love to live there. Yeah. The bands that were playing in Germany before we arrived were generally from Indonesia, which was a colony from Holland, and they were tremendous bands. There's one band in particular called the Tillman Brothers. They had a fantastic show as well as being brilliant musicians. Wir haben diese Zeit, als wir in City Bar gespielt haben, bei eine Gruppe heißt den Twins, ne? Und dann sind wir abends ausgegangen zum Jolly Bar. Und da waren viele so Indonesien-Gruppen da, wie Crazy Rockers und Tillman Brothers. Und ich habe mich schon gut verstanden mit den Indonesien-Bands, weil die alle Englisch sprechen können, auch ehrlich zu sagen am Anfang. Do you remember when we played, you'd see 4 Indonesian heads peering around the door, the entrance of the club, to learn the latest British pop songs. Yeah, and one would learn the words, one would learn the chords, and you go back later in the evening, they'd be playing it. Yeah, we'd end up in the Jolly Bar after we'd finished in our Hanau club, the City Bar in Hanau. And there they were playing the songs they'd heard from us in their own version. Yeah, yeah. Ich dachte, das war nur ein Zufall. Aber John war immer ein bisschen mehr, der war ziemlich ruhig, John. Aber der denkt viel, ne? Und er sieht viel. Ne? Er hat auch gesagt, dass die kommen am nächsten Abend, spielen ihn. Moment, das haben wir gestern Nacht gespielt. Ne? Und wie kann ich sagen, oh, vielleicht haben die das von irgendwo gelernt, ja, von uns. Ne? Mama got twisted, mama got twisted.
Die waren schnell. Ne? Die sahen sich, was kommt an mit dem Publikum? Das kommt gut an. Da machen wir, ich meine, der Englisch war ein bisschen Englisch, ne? War nicht Englisch. Aber genug, dass die... Aber ja, die haben die. So haben wir auch gelernt, ich meine, ne? Von Platten. The Indonesian bands in general disappeared after the British bands infiltrated Germany, didn't they? Yeah. And strangely enough, although there was apparently 30,000 Americans stationed around Hanau, I never once saw an American band, which surprised me. Well, at that time, there was no real English sound, was there? We were all copying American music, weren't we? Yeah. And the German bands I saw were doing the same. Wir haben so viel was vom Repertoire, viel so vom Ray Charles, Chuck Berry, klar, und Elvis haben wir auch gemacht, aber meistens so ein bisschen heavier Rock, wie vom Little Richard, habe ich gern gehabt, so weil ich ein Piano-Player bin, dann habe ich, klar, fast dazu, Jerry Lee Lewis, aber wir haben damals die ganze Band ich weiß nicht, wir waren wie eins. Und da kommt ein Punkt, wo wir sagen können, oh, ich habe zum Beispiel Sticks and Stones gehört. So ich sage, können wir Sticks and Stones spielen heute Abend? Jemand hat das gewünscht, ne? Geht das? So, okay, welche Tonart? A. Okay, fang mal an. Und das war vom Live keine Probe, kein nichts. So. Und dann People talk down the breakers up. So was, die haben das sofort gespielt. Und das kommt so irgendwie wie ein Gag, sagen wir. So, Old Man Brown oder was. Welche Tonart? Gustav. Okay, dann haben die gespielt. Wir brauchen nur immer die Tonart. Ja? The German bands were, frankly, they wanted to know about our instruments and are interested in our music. And had some good times. They took us to the jury bar and we soon found out that was a good time. Other English bands we didn't really see. We were kind of the first to get over there, weren't we? Yeah, we were in So we didn't really see at that time other English bands. But when the bands did finally come over, we were like a little club, weren't we? There was us and there was them in a way, if you like. But the German bands were a little bit reticent when we first started playing in Germany, because obviously we were taking some of their work, but gradually as time passed we realised we're all in the same game and we're all brothers, weren't we? Yeah, we all resisted together, Yeah. and we were all friends. We could pass on swap information of little tricks and Yeah. things of the trade. Eine Story, was ich gesehen habe ich glaube, das war ein Jolly Bar. Da war eine ziemlich so bekannte Gitarrist, hat da gespielt. Ich weiß nicht, seinen Namen weiß ich ehrlich nicht mehr. Und da kommt diese ganz große
Soldaten zu denen hin und sagt, hey man, play Chicago. Ja. Leave me alone. Hey man, play Chicago. I don't know Chicago. Go away. If you don't play Chicago, I'll come up there and break your neck. Ding, 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 da, 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 da. Da habe ich was gelernt. Vielleicht da kommt das falsche Ton an. Boom, ja. Das war ein Erlebnis. Und das sofort. Ding, 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 ding. Es war, weil man es filmen konnte. Ne? Das war, ne? I actually played in 5 different bands in Hanau. First with Pete Chester, as Mick said, together. Then with Chris and Spencer Gibbins, that we all know. Then with a German band called the Trends, and they were great guys and they're great times. I'm still going to contact them again soon. Then again, I'll play with a Scottish band there. But they were good musicians too, and they did all right. Als wir gespielt haben in den City Bar, da waren ein paar Dinge, was passiert ist. Erste, was passiert ist, ist dann mehrmals am Abend, jemand hat gesagt, können Sie bitte den Lucille spielen, oder können Sie das spielen, oder können Sie das spielen. Und immer wenn die gefragt haben, mussten die eine Schnaps ausgeben. So gefährlich. Ich muss mal denken, jede Stunde haben wir ein Bierchen bekommen und dann dazu mehrmals innerhalb dieser 45 Minuten Set mussten wir so einen Song spielen. Da kommt ein kleiner Schnaps. Ne? Ich denke, oh, schön, schön. Und dann, klar, gibt es was so schön war. Immer einmal in der Woche oder mehr gibt es so eine Schlägerei. Und wir spielen und na klar, unsere Angst war immer, dass da passiert was mit unseren Instrumenten. Und manchmal da kommt eine Flasche auf die Bühne und einer, John Kelly, meine Gitarre, oh mein Gott, ja. Nicht sich selbst, aber Gitarre war das Wichtige. Ich bin da von der Bühne gesprungen, habe was zum Schlagen. Und dann sagt er zu mir, Chris, hör auf. Ich so, was ist? Ich so, I am on your side. Also, okay, jetzt verstehe ich. Für mich, Schlägerei ist jetzt absolut vorbei. I'm a writer, not a fighter. Okay. Germany and the time I spent over there had a great influence on my life. My wife from Munich, I say, and I made many friends, and I lived over there for 9 years with different bands, German bands and whatever. And of course I learnt the language, and so it has changed my life quite a lot. And we go back as often as we can, don't we? We do, yeah. But I've got a great affection for Germany, the people. We've got lots of friends that we visit there and also come and visit us. Yeah. Ja, was es mir gegeben hat, ist viel Selbstvertrauen. Ich habe hier viele Freunde kennengelernt, wie ich mit verschiedenen Leuten aus einer anderen Welt kommen und umzugehen. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich habe hier, muss ehrlich sagen, dass trotz ob ich in England so Shows gemacht habe, war im Fernsehen da, mein erster
ziemlich Durchbruch kommt, weil ich hier war. Und ich sage das ernst, weil ich habe, was mir passiert ist mit dem Band zum Beispiel, mit Pete Chester Band. Ich habe gewusst, dass ich bin so weit gekommen und es ging irgendwie nicht weiter mit mir, mit dem Band und in den Club zu spielen und das. Und dann habe ich eines Tages gesagt in dem Band, tut mir leid, aber ich steige aus. Aber ich wünsche dir alles gut für die Zukunft. Und ich dachte, da kommt die Tränen, da kommt oh bitte Chris. Und ich sagte, haben die sofort gesagt, gut, dann kommen wir mit. Ich sage, okay, was machen wir dann? Ja, spielen wir weiter in den Clubs. Ich sage, okay. Und das war, danke, Mick und John. Ja. Schöne Erlebnis war das, ja. Danke. The German people really like the British bands. Yeah. Well, that first night we played in Hanau, they went berserk, didn't they? Yeah. Man, it was packed in that. Was soll ich sagen? Meine Zeit in Deutschland war ganz schön. Was ist los mit der Lilly heute Abend? Was ist los mit der Lilly heute Nacht? How's that? My stay in Hanau escalated me into a higher plane. I moved from one good group after meeting Chris Andrews into a far better group. He taught me how to become a better showman. I very quickly learnt from Chris when leaving the Hanau area. I became far more confident. I became the only English comedy act to work international ships, hotels, theatres and TV. All because of my humble beginnings in Hanau. Thank you, Hanau. Thank you, Chris. Und dann von hier aus, dann bin ich dann nach Hamburg, Star Club. Aber das ist eine andere Story vielleicht, ja. Chris obviously went on and became successful as a writer and also as a pop star. He had a #1 in England and fortunately we're still kept in contact and we've been friends ever since. Der Titel Yesterday Man verkaufte sich bereits nach dem ersten Radioplay innerhalb von 24 Stunden allein in Großbritannien 30.000 Mal. Yesterday Man ist in den Top 1 bis 5 in ganz Europa, Südafrika, Australien, Neuseeland. Chris Andrews erreicht erneut die Top 4 in ganz Europa mit To Whom It Concerns. Pretty Belinda erreicht europaweit Charterfolge. Chris Andrews landet seinen 15. Top 20 Hit für Sandy Shaw. Mit It's Alright erobert Chris Andrews auch den amerikanischen Plattenmarkt. Allein der Titel Pretty Belinda wurde bis dato in 9 Sprachen übersetzt. Chris Andrews ist mit den Rolling Stones auf Tour. Chris Andrews ist auf Platz 27 im Guinness Book of Single Records der weltweit erfolgreichsten Komponisten der 60er Jahre. Chris Andrews mehrmals mit 2 bis 3 Songs gleichzeitig in den britischen Charts. Chris Andrews bekommt für den Titel Pope John Paul eine Ehrenmedaille von Papst Johannes Paul II. Der Titel To Whom It Concerns ist über 26 Jahre lang Titelmelodie der irischen Late Late Show. Chris Andrews komponiert bis dato über 780 Titel. Chris Andrews ist 2009 mit 2 Titeln zurück in den internationalen deutschen Charts. Yesterday Man ist weltweit, inklusive aller Compilations, Downloads, etwa über 100 Millionen Mal verkauft worden. Diese Zeit hat mir ehrlich so viel beeinflusst und das ist auch zu sehen in meinem Musical Yesterday, The First Time and Tomorrow.
Das ist eine Story von meinem Leben und von mich als mehr als so Komponist auch. Yesterday I thought I met Rachel, but she went west, all she seemed to be west. And oh, what a fool I have been. I was sure taken in again. Now I'm oh, get him besser. Well, my friends, that's my hand. One more time. Und als ich für Sandy Shaw geschrieben habe und Adam Faith. Und das gibt es auch zu sehen, diese Musical. Da spielt dabei Chantal Hartmann als Sandy Shaw, wunderschön. You said that I'm not really your kind. Not today, tomorrow may be better. Jürgen Weber als Adam Faith und du wirst glauben, du wirst denken, das ist Adam Faith. It's the first time I felt this way. 'Cause it's the first time I felt this way. Und das war für 60 Jahre. Muss man denken. Ja? Es wird aber eine gute Zeit, dass wir das hier in Hanau bringen. Thank you.